Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sei kritisch, heute mit der Thematik McGregor. Eigentlich wollte ich das Ghislaine Maxwell Video machen, aber jetzt, nachdem die neuen Skandale von Conor McGregor rausgekommen sind, möchte ich gerne etwas dazu sagen, weil ich glaube, dass viele die ganze Thematik, warum Conor diese Sachen jetzt gerade macht und so, überhaupt nicht verstehen. So der ganze Werdegang Conor McGregors ist ein systematisches Beispiel für eine okkulte Praxis, die auch mit anderen Prominenten schon durchgeführt worden sind, wie zum Beispiel Ariana Grande, Britney Spears und auch andere Leute. So, für die Leute, die Conor McGregor nicht kennen, also das ist ein irischer MMA-Kämpfer, berühmt geworden durch die UFC, Featherweight Champion, Lightweight Champion, Double Champion. Seine Kämpfe mit Khabib oder auch Floyd Mayweather waren zum Beispiel sehr, sehr berühmt bekannt. Was sehr, sehr interessant ist, ich denke, dass er keine Zufallskarriere generiert hat, sondern dass man sie wirklich künstlich erschaffen hat. Und wir werden jetzt ein Beispiel ansehen, warum ich das glaube. Dafür müssen wir die Pressconference uns anhören, wo Khabib und Conor sich gegenüberstanden. Und da sagt Conor nämlich etwas sehr, sehr Spannendes, was ich selber nicht auf dem Schirm hatte. Hört genau zu. That's all these men are known for. They were chased from their land. They were chased from their land to the edge of cliffs. My family, my bloodline, the McGregor clan, we stood and we fought. We fought the English Empire. So much so that our name was banished for 100 years by King James at the time. Okay, why you... Habt ihr gehört? Also er sagt, dass er von der McGregor-Familie stammt oder des Clans. Irgendwann in der Zeit 1605 oder so soll König James, der damals an der Macht war für England, diesen Namen verboten haben. So, und ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Der Clanchef der McGregors hieß Gregor McAlpin, und Gregor McAlpin sagt selbst über sich aus, dass seine Blutlinie, und hier haben wir das, My Race is Royal, also dass er von einer elitären Blutlinie abstammt. Und dann habe ich halt nochmal ein bisschen tiefer recherchiert und bin dann auch irgendwo zu dem Entschluss gekommen, dass es auch sein könnte, dass seine Familie, die muss jetzt unbedingt nicht Conors Familie sein, direkt, aber dass irgendwo in der Blutlinie auch versteckte Druiden oder Okkultisten oder Okkultismus praktiziert worden sind, weil man weiß, so die Irländer, gerade diese keltische Blutlinien, die waren ja so die ersten Druiden. Auch wichtig zu wissen ist, dass der McGregor-Clan halt auch ein bestimmtes Wappen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht. Ja, genau, auf dem Video seht ihr das. Das ist das Wappen der McGregors. Schaut mal, Conors Tattoo. Ist genau das gleiche Wappen. Bloß jetzt mit einem Gorilla, aber es ist das gleiche Wappen. Es ist die Krone. Und der guckt nach links, und hier haben wir halt auch das Wappen und guckt nach links, und man sieht, entweder ist das die Zunge des Löwen, die da rausguckt, oder aber ist es wie bei Conor McGregor vielleicht ein Herz. Muss jetzt nicht unbedingt was heißen, aber man sollte es schon gesehen haben. Der Höhepunkt seiner Karriere war ja auch der 120 Millionen Deal oder 100 Millionen Deal am Ende des Tages mit Money Mayweather, ne, der Boxkampf. Und meistens ist das ja auch noch, muss man ja auch dazu sagen, wenn wir halt andere Prominente anschauen, in dem Höhepunkt ihrer Karriere, danach kommt nie viel. Danach kommt meistens immer so ein richtig steiler Abgang. Ich weiß zum Beispiel aus den Verträgen heraus, dass wenn Leute sich verkaufen, also Sellouts werden, dann müssen sie irgendwie die Karriere am Leben halten. Und meistens ist das halt am einfachsten, wenn du Skandale machst, ne? Und die meisten Skandale, wissen wir ja auch, sind ja eigentlich so auch gestaged, ne? So, das ist die Akte Conor McGregor. Was ich aber herausgefunden habe, und das ist mir schon seit mehreren Jahren auch bei ihm aufgefallen, war, dass er eine Zeit hatte, wo er extrem gepusht worden ist, aber auch gleichzeitig in dieser Zeit hat er sich extrem komisch benommen gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Thema kennt, aber es gibt MK Ultra. Obwohl es nie ein offizielles Eingeständnis von der Existenz der Monarch-Programmierung gegeben hat, haben manche Forscher die systematische Nutzung von Traumata bei Probanden zu Zwecken der Gedankenkontrolle dokumentiert. Monarch-Programmierung ist eine Technik zur Bewusstseinskontrolle, die Elemente des satanischen Ritualmissbrauchs (SRA) und der multiplen Persönlichkeitsstörung umfasst.
Sie nutzt eine Kombination aus Psychologie, Neurowissenschaft und okkulten Ritualen, um innerhalb der Sklaven eine Alter-Persona zu schaffen, die von den Händlern ausgelöst und programmiert werden kann. Monarch-Sklaven werden hauptsächlich von Organisationen verwendet, um Operationen mit Sündenböcken durchzuführen, für die bestimmte Aufgaben ausgebildet sind, die Befehle nicht in Frage stellen, die nicht an ihre Handlung erinnern und, wenn sie entdeckt werden, automatisch Selbstmord begehen. Sie sind auch die perfekten Marionettenspieler für die Unterhaltungsindustrie. Was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt glaube, dass die Programmierung durch Ritualmissbrauch weit verbreitet ist, systematisch ist, sehr organisiert von hochesoterischen Informationen, die nirgendwo veröffentlicht werden, die in keiner Buch- oder Talkshow zu sehen waren, dass wir sie überall in diesem Land und mindestens einem fremden Land gefunden haben. Die Leute sagen, welchen Zweck soll das haben? Meine beste Vermutung ist, dass der Zweck davon ist, dass sie eine Armee madrurischer Kandidaten, Zehntausende von mentalen Robotern, die Prostitution machen, Filme machen, Drogen schmuggeln, internationalen Waffenschmuggel betreiben, alle möglichen sehr lukrativen Dinge tun, die sich ihren Anordnungen blind unterwerfen und schließlich die Größenwahnsinnigen an der Spitze glauben lassen, dass sie eine satanische Ordnung schaffen werden, die die Welt regieren wird. Da habt ihr nochmal das Dokument. Das habe ich gerade vorgelesen. In der Beschreibung ist das gelinkt, falls ihr Interesse habt für noch mehr MK Ultra lesen. Und ich glaube, dass ich diese Sachen auch bei Conor McGregor gesehen habe. So, deswegen gehen wir jetzt auf die Videos, die ich euch extra rausgesucht habe, bei Conor. So, und man muss eins sagen, es gibt Triggerpunkte. Und wir werden gleich auch ein Beispiel haben an Britney Spears, wo sie auch ein bestimmtes Triggerwort hört und auf einmal richtig strange agiert. So. Conor McGregor, Chael Sonnen, und er redet gerade, wie er Jose Aldo besiegen wird, ne? Was sind so die Schlüsselmomente des Kampfes? Der ist richtig aktiv. Schaut mal, der ist richtig so, der lebt gerade, so wie er eigentlich ist. Seht ihr das? Der kommt gleich mit diesen Teufelshörnern und Conor ist getriggert. To trigger Conor McGregor's satanically created altars. Also um seinen Geist oder um sein anderes Ego, seine andere Person jetzt rauszulocken, macht er den Trigger. Inflict pain on my opponent and put him away. How will Aldo try? There are many ways I can inflict pain on my opponent and put him away. How will Aldo try to attack? Habt ihr gesehen, wie Conor McGregor darauf reagiert? And these guys have been wanting to get at each other. The big question is, can Aldo even? Guck mal, wir gucken uns das nochmal an. Schaut mal, wie lebendig der ist und dann kriegt er diese Teufelshörner zu sehen und auf einmal ist das so, als würde der, weiß ich nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Der wird von den Sachen getriggert, so pat. Und jetzt redet er richtig langsam und schaltet sich so langsam ab, gefühlt. So, und das ist nicht das erste Mal, dass Conor so getriggert wurde, sondern ich zeige euch auch, wer Conor in diese Schiene gebracht hat. Und das ist kein anderer als Dana White. Dana White ist der Präsident der UFC gewesen, hat damals die UFC gekauft gehabt mit 3, 4 anderen Leuten und agiert so als der Boss und so Speakerman, ne? Und hier seht ihr gleich, dass Dana seine Hand ganze Zeit am Arsch von Conor hat. Also so richtig penetrant schon. Just a short time ago, So, das ist nicht der Stuhl. Es gibt ein anderes Video, da sieht man so einen anderen Blickwinkel. Er ist ganze Zeit unteren Rücken und am Arsch. Und gleich merkt das Jose Aldo. Das ist der Rechte hier. Das ist der Champion. Und man muss auch sagen, Conor hat ihn in 16 Sekunden oder 15 Sekunden besiegt. Und und er hat das halt auch predicted. Also so wie ein Programm hat er abgespielt und es passierte genauso, wie er das gesagt hat. So, und Jose Aldo war, ich glaube, 10 Jahre oder 8 Jahre unangefochten, keine Niederlage, straight Champion. Also das muss man sagen, das ist kein Fallobst, ne? Das war ein richtiges Monster. Und der merkt das auch gleich, dass da irgendwas Komisches abläuft zwischen denen. Ja, das sieht aus, als wäre Conor richtig abwesend.
Awkward styles constantly is changing between an Guck mal, wie er da orthodox rumsteht, wie so ein Roboter. stance. So wirklich So, if all wegprogrammiert. Und ich habe euch gerade gesagt, ne? So wie Conor José Aldo besiegt hat, das hätte niemals jemand gedacht. So, das ist das Erste. Das ist Conor. Und jetzt gucken wir uns ein kleines Video an, wie das auch bei anderen Leuten passiert. Dass Conor nicht ein Einzelfall ist, sondern es sind mehrere Leute. The trauma is complete and mind control, however, are these triggers and patterns that can allegedly be found in much of popular media. These do not just appear to So, was bedeutet der Schmetterling? Der Schmetterling bedeutet, das ist ein Monai-Schmetterling und der kann, in der Biologie gibt er seine Erinnerungen einfach an die nächste Generation weiter. Also das können diese Tiere, okay? Und deswegen ist das auch gleichzeitig ein Symbol für die Okkulten, dass sie das halt auch mit denen gemacht haben, ne, mit den Superstars. Entweder Erinnerungen gegeben, Erinnerungen genommen haben, eine neue Persönlichkeit gegeben haben oder einfach einen Cut in deren Persönlichkeit, die auf, was weiß ich, wie so eine Puppe wirkt oder benutzt werden kann, ne? icons and images placed around just to say, aha, we're right here and you don't even know it. No. These triggers are put in place allegedly to control the minds of the pre-programmed slaves and initiate a response. In fact, those who have been programmed likely don't even know they are under control at all. Once triggered, their programmed personalities will surface and they'll be like puppets on a string. Here are just a few of the supposed examples of monarch programming in popular media. People certainly like butterflies and could innocently wear them from time to time. But this is more than just mere coincidence. This is part of a deliberate program. These symbols are not intended to trigger them. Instead, the audience is the target. Ist das nicht crazy? Und was man gerade auch gesehen hat, ist bei, ich weiß nicht mal bei welchem Album, hier bei Alicia Keys, schaut mal, wie das auch perfekt zu der ganzen Thematik passt. Und zwar heißt das Album von Alicia Keys The Element of Freedom, das Element der Freiheit. Lustig, dass wenn wir MK Ultra benutzen, dass wir genau das Gegenteil machen der Freiheit. Wir manipulieren diesen Menschen so extrem, dass er überhaupt nicht mehr frei ist, sondern eigentlich gefangen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ein Breakout aussieht. Und da müssen wir Britney Spears angucken, weil es gibt ein Interview, wo man das wirklich sieht, so wie bei Conor McGregor, der da voll hypnotisiert war. Aber bei ihr sieht man gleich, wie sie aus dieser Rolle springt. So, jetzt reden die beiden darüber, dass sie mit Justin Timberlake zusammen gewesen ist, dass sie jetzt Single ist und wie sie die Situation so überkommen hat und was sie gefühlt hat in dem Moment. Und dann wird ein Triggerwort benutzt und dann poppt sie aus ihrer Rolle raus. Schaut jetzt. Test a lot of people. Illness in the family. A breakup. Das, wie hypnotisiert sie ist? So This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong, Britney. Seht ihr das? Als wäre sie gerade aufgewacht und auf einmal sieht sie die ganzen Kameras und die ganzen Leute vor ihr und dann sagt sie, oh, hello, überfordert komplett. Sie ist wieder raus aus der Hypnose. London. It was pretty rough. Yeah. Weird ist das Wort. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Und ihr wollt mir sagen, dass sowas nicht existiert? Das existiert nicht, sowas? Ein Nebenfakt ist, dass viele Leute, die
MK Ultra wurden sind, haben blonde Haare. Bekommen immer blonde Haare. Sofort blonde Haare gemacht. Irgendwas ist passiert, die sind so ausgebrochen, nächsten Tag blonde Haare. Kanye West for Trump. Schaut euch das an, gebt bei YouTube ein, Kanye West for Trump. Auf einmal blonde Haare. Justin Bieber. Irgendwas ist passiert. Bumm, blonde Haare. Bla bla bla, blonde Haare. Sofort immer blonde Haare. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass du MK Ultra wurdest. So, und hier redet Ariana Grande mit einem Journalisten darüber, über ihr neues Album. Und schaut mal, wie uncomfortable sie ist. Weil sie sich nicht dran erinnert. The next step is the next step is the next step. It means it must come out. You know, it's been. Do you have a release date? You know what? They did the Brighter Days memory erasure treatment to me, so I'm having trouble remembering the details. They're foggy because at the Brighter Days clinic they do the memory erasure, you know? What? The memory erasure. They erase my memories. Seht ihr das? Und das ist nicht so einfach. Jetzt werden Leute sagen, ja, aber die macht das ja nur extra so, damit sie so ein bisschen, damit sie ihr Album besser verkauft. Und Ariana Grande hat das nicht, braucht das nicht, ein Album verkauft zu machen, irgendwelche Promo, dass ihr Gedanken weggeschmelzt worden sind. Und diese Leute, die alle berühmt sind, sind alles Kinderstars, das darf man nicht vergessen. Und wir haben Pizzagate gehabt, Spirit Cooking gehabt, da kommen noch ein paar andere Sachen, die wir noch zusammen in die Thematiken eintauchen werden. Woher kommen diese ganzen Nickelodeon-Kinderstars, die ganzen Disney-Stars, was hat man mit den Disney-Stars gemacht? So, MK Ultra, das wollte ich euch nur sagen. Und ich glaube, McGregor hat das gleiche durchgemacht. Vielleicht nicht in seiner ganzen Karriere, aber definitiv im Anfang seiner Karriere. So, und dann 120 Millionen Deal. Und dann kam der fette Bruch. Jetzt musst du dich erniedrigen lassen. Und diese Erniedrigungsrituale haben wir auch extrem oft. Wo Kevin Hart und die anderen schwarzen Schauspieler und Musiker auf einmal Kleider tragen. Alles nur als Witz, aber Dave Chappelle redet darüber bei Oprah Winfrey, dass er nicht gewollt ist, Kleider zu tragen. I'm doing a movie with Martin. Yeah. The movie's going good. So I walk in the trailer. I'm like, man, this must be the wrong trailer because there's a dress in here. You don't feel comfortable with it. I mean, it's a hilarious bit. All the greats have done it. So, well, if all the greats have done it, it's kind of... Und das stimmt. Alle großen Superstars, Wesley Snipes, Will Smith, Charlie Murphy und wie die alle heißen, auch Robbie Williams, alle trugen Kleider und alle hatten Frauenrollen. Und das machen die nicht, weil es witzig ist. Es ist witzig, aber das machen die, um zu zeigen, ey, wenn wir wollen, erniedrigen wir dich. Und wenn du diese Erniedrigung zulässt, dann werden wir dich groß rausbringen. Aber die lachen sich tot darüber, weil die sich denken, diese Schauspieler, diese Unterhaltungsmenschen sind für uns sowieso nur Puppen. Ihr seid für uns Dreck. Ihr seid für uns kleine Muschi-Arbeiter. Wir können mit euch machen, was wir wollen. Und ihr sollt euch niemals zu groß und zu stark fühlen, nur weil ihr Millionäre seid. Wir haben das Sagen. Das ist die Aussage. Mike Tyson bei Jake Pauls Kampf, wo der seinen Gött zeigt, genau das gleiche. Kamera zeigt so auf seinen Arsch. Landa ist ein 65-jähriger Mann und ihr zeigt seinen Popo der ganzen Welt. Erniedrigung. Weil du hast den Vertrag unterschrieben und du hast jetzt den Kampf bekommen gegen Jake Paul. Da sind die Taschen voll geworden, aber dafür musst du dich erniedrigen. Und das ist so das Ergebnis, warum Connors Karriere und auch seine Person und bla 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 so ein krasses, trauriges Ende nimmt. Für mich definitiv traurig, weil der Mann hat alles. Aber jetzt hat er alles und jetzt verliert er aber alles. So, er geht fremd, er schickt irgendwelchen Rapperinnen Dickpics von sich, er macht das, er ist hier, er ist voll coked up in irgendwelchen Shows. Der Mann ist einfach nur noch eine Hülle von sich selbst. Und ich glaube, dass das definitiv nicht von ihm gewollt ist, sondern dass es einfach sein muss, damit er diese 100 Millionen in Anführungszeichen wieder zurück zahlen kann, sage ich mal, muss er bewusst seine Person ruinieren. Das ist die Akte Connor. Ja. Ja, Freunde, ihr könnt ja selber sagen, was ihr von Connors Verhalten hält. Ist das Zufall oder wird da irgendwas im Hintergrund gespielt?
Ansonsten verlinke ich euch die anderen Sachen, die wir gelesen haben heute, in die Beschreibung. Wenn ihr euch schlau machen wollt über MK Ultra und andere Sachen, einfach bei Rumble oder Odyssey eingeben und ihr findet eigentlich so die meisten Sachen. Ansonsten hat mich definitiv gefreut, euch wieder ein neues Video zu machen. Das nächste Video wird Ghislaine sein. Das bedeutet, ich werde jetzt für die nächsten 2 Wochen keine Videos mehr rausbringen. Ja, vielleicht ein bisschen was auf TikTok, aber gucken wir einfach. Ansonsten, Freunde, passt auf euch auf und bleibt kritisch.